Einen wundervollen guten Tag. Willkommen zurück zu Perceptilabs. Heute sind wir natürlich schon fertig eingeloggt. Wir haben schon alles, was wir brauchen, aufgesetzt. Aber trotzdem gilt natürlich, wenn ihr dieses Video hier vielleicht Probleme damit habt, dann schaut auf jeden Fall nochmal beim letzten vorbei. Es kann nämlich durchaus bei der Installation einiges schief gehen. Okay, lasst uns beginnen. Ich möchte euch heute so ein bisschen den Workflow vorstellen. Das heißt, wie geht man damit um? Was macht man eigentlich? In welcher Reihenfolge macht man das? Und ja, das ist relativ selbsterklärend, weil wir hier die Schritte hier drüben haben. Trotzdem möchte ich es euch mal zeigen, bevor wir dann in die jeweiligen Schritte tiefer reingucken. Gut, also zunächst einmal, offensichtlich müssen wir ein neues Projekt generieren. Hier ganz kurz die Erklärung, was das jeweils ist. Image-Klassifikation bedeutet, ihr ordnet einem Bild eine Klasse zu, deswegen Klassifikation. Das macht man da quasi immer. Stellt euch das Ganze so vor, ihr habt einen Datensatz mit Hunden- und Katzenbildern. Ihr wollt dann sagen, auf dem Bild ist ein Hund, auf dem Bild ist eine Katze. Wenn allerdings ein Hund und eine Katze drauf sind, kann es passieren, dass ihr Schwierigkeiten bekommt. Nur so als kleiner Funfact. Je nachdem, wie ihr das dann natürlich am Ende macht. Aber grundsätzlich wollt ihr entscheiden, was ist das dann eigentlich. Images zu segmentieren bedeutet, Segmente in einem Bild zu finden und denen eine Klasse zuzuordnen. Das ist schon eine deutlich anspruchsvollere Aufgabe. Mit Bildklassifikation sind wir wirklich mittlerweile sehr gut. Segmentfindung ist ein bisschen schwieriger, denn man hat natürlich hier mehrere Möglichkeiten. Ihr seht hier die ganzen Farben, das ursprüngliche Bild sieht immer noch so aus wie das links. Hier sehen wir diesen weißen Streifen, das ist der Mittelstreifen, dieser leicht hellere, komisches Hauttonfarbenes Ding. Okay, ich glaube, es ist ein seltsamer Hautton. Egal. Das ist ein Zebrastreifen. Das dunkellilane hier ist die Straße. Grün sind Bäume, gelb sind Laternen, schwarz sind andere Masten und blau ist der Himmel. So kann man das quasi sagen. Aber das muss man natürlich erstmal in dem Bild finden. Das ist sozusagen eine Maske, die ich auf dieses Bild drauflegen möchte. Und das ist schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und multimodal ist quasi der Rest. Da kann man dann alle Datentypen reinpacken, alles Mögliche rausbekommen. Das schauen wir uns auch noch an. Das ist aber aktuell das, was noch extrem weiterentwickelt wird. Achtet, wo wir gerade dabei sind, hier oben auf die Version 0.13.7, wo ich das gerade aufnehme. Das kann natürlich bei euch völlig anders sein. Das ist jetzt schon ein sehr gutes Perceptilabs, aber die 0 vorne dran sagt, es ist noch nicht mal der fertige Release. Da bitte ich natürlich zu bedenken, dass zum Beispiel League of Legends oder andere prominente Software immer noch in der Beta sind. Also Beta heißt heutzutage nicht mehr besonders viel. Also, der einfachste Anwendungsfall ist eigentlich die Bildklassifikation und an dem möchte ich das jetzt auch mal kurz hier zeigen. So, das Tolle ist, wir können natürlich lokale Datensätze hier reinpacken, wir können aber auch einfach öffentliche Datensätze zum Beispiel von Kaggle benutzen. Kaggle ist quasi die Ressource, wenn man ein Bild oder wenn man generell Datensätze teilen möchte und extrem weit verbreitet. Dementsprechend habt ihr hier natürlich auch einen ganzen Haufen zur Auswahl, den ihr einfach runterladen könnt. Da kommen immer mehr dazu natürlich. Und ich habe mich jetzt hier mal an den Gehirntumoren vergangen. Das bedeutet, man kann hier einfach diesen Datensatz herunterladen und der hat eigentlich ganz gut funktioniert bei mir, ohne da jetzt viel zu ändern. Ich möchte ja mit euch heute einen Beispieldatensatz geben. Das heißt, am Anfang steht hier Load, da könnt ihr draufklicken, dann ladet ihr euch quasi den Datensatz herunter und dann habt ihr hier das Create. Ja, also ich könnte ja natürlich auch noch direkt die Source angucken, die Quelle von dem Datensatz und wir sehen hier Gehirntumore erkennen. Aha, ich kann mir hier quasi noch Informationen dazu holen. Klicken hier aber trotzdem einfach auf Create und dann bauen wir uns ein neues Projekt mit diesem Datensatz. Der Datensatz ist quasi projektentscheidend, natürlich. Und bekommen das hier. Ich nenne das jetzt einfach mal Brain Tumor Tutorial, auch wenn sich das furchtbar falsch anhört, aber das trifft es eigentlich. Brain Tumor Detection Tutorial wäre, aber das wäre langweilig, komm schon. Und hier können wir natürlich auswählen, wo unser Modell gespeichert werden soll. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und wir können hier uns die Bilder angucken. Wir haben hier einmal Bilder, wir können uns die Daten angucken. Wir haben hier in dem Fall 2 Spalten. Das ist nicht viel. Ihr werdet in vielen Fällen mehr Spalten haben, aber wir haben in diesem Fall hier Images und wir haben Labels. So. Wenn wir diese Images haben, dann ist das natürlich unser Eingabedatum, aber ich könnte theoretisch auch basierend auf den Labeln oder basierend auf einem anderen Datum ein Bild generieren. Das würde auch gehen. In unserem Fall wollen wir das aber nicht tun. Das ist ein Thema für ein anderes Tutorial, wenn ihr euch das wünscht. Und in unserem Fall wollen wir natürlich aus diesen Yes-Bildern oder No-Bildern dementsprechend ein Label No oder Yes rausbekommen. Und ja, dementsprechend brauchen wir natürlich diese Bilder als
Input, richtig. Input bedeutet, wir legen sie an die Eingabe ein und Target ist die Ausgabe, auch wenn es ein bisschen sich doof anhört. Wir können das natürlich wechseln. Wie gesagt, Input hier auswählen, Target woanders auswählen. Do not use wäre einfach eine Spalte, die wir eigentlich gar nicht brauchen für unseren Datensatz. Gibt es auch, weil man zum Beispiel Informationen oder Metainformationen oder zum Beispiel einfach eine ID in der Spalte drin hat. Also ID 123, die möchte ich natürlich nicht benutzen. Okay, wir können hier auch auswählen, was das für ein Datentyp ist. Wir können das Ganze kategorisch machen, dann wäre jedes Bild seine eigene Kategorie, wäre Quatsch. Dann haben wir Bild, dann haben wir aber auch noch Maske, das brauchen wir vor allem fürs Segmentieren. Und wir haben Text, was es natürlich alles nicht ist. Wir lassen es auf Image deswegen. Und hier drüben haben wir auch die Labels. Hier können wir auswählen, ob das jetzt eine Kategorie sein soll, also ob es entweder Ja oder Nein ist. Oder ob das Text sein soll, das heißt, ob ich die Buchstaben YES bzw. die Buchstaben NO generieren möchte. Natürlich die Kategorie. So, beim Training sieht das Ganze folgendermaßen aus. Wir haben hier 70% Trainingsdaten, 20% Validationsdaten, das heißt, wie gut läuft unser Training. Müssen wir vielleicht Parameter in unserem Training angeben oder anpassen. Und wir haben die Testdaten, die am Ende definieren, wie gut das Ding wirklich funktioniert hat. Und ja, Randomized Partition bedeutet einfach, wir nehmen uns die ganzen Daten und wechseln die immer durch, damit wir nicht die ganzen Daten quasi reihenfolgemäßig auswendig lernen. Das wäre natürlich ein bisschen unpraktisch. Okay, wenn wir hier auf Create klicken, dann sehen wir, dass hier natürlich erstmal ein Modell gebaut wird für uns, ein Standardmodell, welches wir natürlich anpassen können, welches aber auch schon an sich erstmal einen guten Ansatz bietet. Und hier ist jetzt der große Punkt, wenn ihr das schafft, also so weit zu kommen, dann ist schon mal gut. Wenn ihr hier unten 0 Problems habt, oder 0 Problems, wenn wir auf Englisch bleiben wollen, dann habt ihr natürlich hier das Große losgezogen, dass hier nichts kaputt gegangen ist. Wenn ihr jetzt hier auf Run klickt und da unten Problems auftreten, dann kann es an der Installation liegen oder sollte es an der Installation liegen. Deswegen würde ich ganz am Anfang auch einfach so ein Standardprojekt benutzen. Und wir gucken uns das hier gar nicht mal alles genauer an. Das machen wir alles noch, wenn ihr darauf natürlich Bock habt. Das werde ich dann entweder in den Kommentaren lesen oder natürlich in den Aufrufen sehen. Dementsprechend, ja, sagt mir Bescheid, was da los ist. Oder ob ihr Bock habt und auf was vor allem. Und wir können hier jetzt dann einfach sehen, okay, wir haben hier die Images. Lasst euch von diesem Output nicht irritieren. Das bedeutet, wenn ich die Bilder eingelesen habe, dann ist das meine Schicht. Diese Schicht hat eine Ausgabe und diese Ausgabe wird an die Eingabe der nächsten Schicht übertragen. So, jetzt hatte ich gerade ein paar Probleme mit der Anzeige. Das liegt nicht an euch, das liegt auch nicht an Perceptilabs. Ich habe gerade Schwierigkeiten, weil ich noch andere Sachen im Hintergrund laufen lassen habe. Nicht wundern. So, was wir hier jetzt also machen wollen, ist, wir wollen das ganze Ding einfach runnen. Okay, wenn wir hier auf Run klicken, dann haben wir hier einige sozusagen Hyperparameter heißen die Dinger. Das heißt Einstellungen, die ich halt einfach machen kann. Normalerweise hat man weniger Epochen, zumindest standardmäßig. Ich mache normalerweise ganz gerne 30. Ihr könnt aber auch die 100 stehen lassen. Batch Size, also Epochen bedeutet, wie oft gehe ich jedes einzelne Bild in meinem Datensatz durch und gebe es zum Trainieren ab. Batch Size bedeutet, wie viele Bilder auf einmal gebe ich eigentlich zum Trainieren ab, damit wir halt schneller durchkommen. Da ist allerdings natürlich limitierend, wie viel Speicher ihr auf eurer Grafikkarte habt. Das ist mega wichtig hier. Das heißt, wenn ihr hier Schwierigkeiten bekommt, weil ihr zum Beispiel eine zu große Batch Size angenommen habt, dann ja, stellt die vielleicht runter. Im Zweifelsfall kann es aber auch sein, dass wenn ihr sie viel zu groß macht oder viel zu klein macht, dass dann euer Training ein bisschen seltsam aussieht, beziehungsweise nicht so gut funktioniert. Schlechter konvergiert, sagt man auch. Dann das Loss. Gerade für kategorisch würde ich das auf Cross-Entropy auf jeden Fall lassen. Das ist eine Berechnung, die könnt ihr euch in der neuronalen Netze-Playlist genauer angucken. Die ist schon sinnvoll für Kategorien. Und dann haben wir die Lernrate. Die passt mit dem Optimierer Adam zusammen ziemlich gut. Würde ich auch einfach so stehen lassen in diesem Fall. Ihr habt aber hier natürlich noch RMS-Prop, Adagrad und SGD. Und die könnt ihr euch natürlich dann auch angucken in der neuronale Netze-Playlist, wenn ihr daran Interesse habt. So, die beiden Betas lassen wir einfach auch so stehen. Das passt soweit für uns. So, jetzt lassen wir das mal laufen und wechseln hier automatisch in die nächste Ansicht, in die Trainingsansicht. Und hier sehen wir auch, was dann alles passiert. Hier unten ist der Output dabei. Hier sehen wir, was das Bild jeweils produziert. Und hier oben sollte theoretisch was angezeigt werden. Wir sehen hier mein Training geht ein bisschen, also geht auf jeden Fall vorwärts. Allerdings sehen wir hier, dass das Loss over all Epochs nicht angezeigt wird, genauso wie die Prediction versus Ground Truth und die Accuracy und die Prediction for each Class.
So, das heißt, die werden jetzt alle nicht richtig angezeigt. Und das ist ein Bug, der aktuell einfach existiert. Das liegt aber tatsächlich daran, dass ich Windows hier gerade im Hintergrund verwende. Und unter Linux, unter Mac sollte das kein Problem sein. Und unter Windows lässt sich das Ganze reparieren, weil Windows einfach ein bisschen zu doof ist zum Sachen speichern. Fragt mich bitte nicht, wieso. Aber auf jeden Fall könnt ihr das machen, indem ihr die Windows-Taste plus R drückt. Dann kommt hier unten so ein kleines Ausführen-Feld und hier könnt ihr regedit, wie Registry Editor, ja, oder Registry Rec Edit. Und wenn ihr das öffnet, dann kommt hier erstmal diese wunderschöne Abfrage hier. Ich habe den schon offen. Hier könnt ihr dann navigieren unter HKey Local Machine. Dann unter Software, dann unter Classes und dann gibt es hier unten .js. Da müsst ihr ein bisschen scrollen, beziehungsweise ihr könnt einfach eingeben .js, dann landet ihr hier. Und hier kommt ihr dann zu Content Type Application, also hier unten seht ihr dann den Ordner quasi. Und hier kommt ihr unter Content Type Application JavaScript. Zumindest sollte das da stehen. Manche Windows-Systeme, die meisten Windows-Systeme, haben hier unter Content Type ein Type/Text oder sowas da stehen. Hier muss stehen Application/JavaScript. Und wenn ihr das gemacht habt, ja, dann einfach hier den Registrierungseditor wieder schließen, dann ist es fertig und dann funktioniert das Ganze immer noch nicht in Chrome. Deswegen sieht man das hier so. Was ihr dann aber machen könnt, ist, tada, ich muss erst kurz Fenster wechseln, tada, ihr könnt einfach in Firefox wechseln und so sollte das dann tatsächlich aussehen. Das heißt, so macht ihr das dann einfach fertig. Ihr könnt das hier drin dann optimieren. Ihr könnt dann auch wieder auf Chrome wechseln, wenn ihr die Grafiken nicht mehr braucht. Aber hier seht ihr im Endeffekt, was das eigentlich alles ist. Ihr könnt die Grafiken vergrößern, das heißt, ihr habt hier Prediction und Ground Truth quasi in dem Datensatz drin. Ihr habt hier die Möglichkeit, Validation und Training anzugucken euch, also wirklich die konkreten Werte. Ihr könnt das natürlich auch vergrößern. Und dann seht ihr hier die Unterschiede, wo es gut ist und wo nicht. Hier bei Epoche 60 war es offensichtlich mal nicht so geil. All solche Informationen könnt ihr euch hier angucken, die ihr hier drin gespeichert habt. Und ihr könnt dann zum Beispiel auch dran sehen, wenn wir hier zum Beispiel haben ein Loss over all Epochs, das erst runter geht und dann wieder hoch geht, ja, dann wissen wir natürlich, wir müssen davor aufhören. Es geht aber hier um die Validationsdaten. Das heißt, da, wo die Validationsdaten am besten sind, da wollt ihr aufhören. Das heißt, bei Epoche 28 zum Beispiel wollt ihr aufhören oder bei Epoche, ja, eigentlich bei Epoche 28, sieht ganz geil aus. Oder bei 30 ist auch nicht schlecht, beziehungsweise wobei 30 war gerade relativ hoch. Das liegt aber ein bisschen daran, wie ich das jetzt hier trainiert habe. Bei euch wird das ein bisschen anders aussehen. Ihr wisst aber, wo ihr dann quasi exportieren könnt und müsst. Und könnt das Ganze hier besser interpretieren. Ihr könnt ja natürlich auch auf Performance umsteigen und könnt euch hier die Precision genau angucken. Precision ist eine Metrik, genauso wie Recall und F1, die ich euch, glaube ich, bitte schlagt mich oder sagt mir zumindest Bescheid, wenn ich das nicht getan habe, aber es müsste in der neuronalen Netze-Playlist drin sein, ansonsten reiche ich das dort gerne nach. Und hier könnt ihr natürlich immer dann auswählen, für was das sein soll, also bei der Precision bei Yes ist relativ hoch, muss ich sagen, Precision bei No ist relativ auch hoch. Also vielleicht lassen wir es sogar bei diesen Epochen, die wir hier gerade haben. Gut, und ja, wenn ihr hier fertig seid, dann wechselt ihr einfach wieder hier rüber und nicht wundern, ich habe das jetzt hier drin geschnitten. Ich habe die Lösung erst von den Perceptilabs Machern bekommen und schneide euch das jetzt hier quasi rein. Den hinteren Teil, den bekommt ihr wieder in Sekunde Chrome. Jetzt gehen wir weiter einen Schritt und evaluieren das Ganze tatsächlich mal. Lassen mal die Testdaten laufen. Ich kann hier quasi mein Modell auswählen natürlich und meinen Datensatz. Und jetzt kann ich hier auswählen, welche Tests ich eigentlich berechnen möchte. Eine Konfusionsmatrix und eine die Klassifikationsmetriken. Ich zeige euch gleich, was das ist. Wenn der Test fertig ist, sieht man das ganz toll. Und da sehen wir, man lässt das halt ganz kurz auf diesen Samples laufen. Die Testdaten sind relativ dürftig, aber man kann trotzdem relativ gut sehen, was ist. Klassifikationsmetrik-Tabelle bedeutet im Endeffekt, wir berechnen auf diesem Modell, da kann ich natürlich mehrere auf einmal berechnen, wenn ich das möchte, kann ich die kategorische Accuracy berechnen, die Precision, den Recall und die Top 5 kategorische Accuracy. So, was ist das jeweils? Naja, die kategorische Accuracy bedeutet einfach in dem Fall Accuracy, also Genauigkeit. Das bedeutet, von meinen insgesamt 15 plus 3 plus 3 plus 5, also
26 Testbeispielen, wie viele davon sind richtig klassifiziert worden? Und das waren hier offensichtlich die 15 plus 3, also 18 von meinen 26 sind richtig berechnet worden, also 18 durch die 26. Das ist quasi hier meine Zahl. Also 69% wurden richtig definiert. Und die Precision, die berechnet sich ein kleines bisschen anders. Da habe ich in der neuronale Netze-Playlist auch nochmal drauf berechnet. Precision und Recall berechnen sich eigentlich ein bisschen anders, deswegen die Zahlen hier, dass die gleich sind, das ist mehr oder weniger Zufall, weil diese beiden Zahlen hier gleich sind. Kann aber durchaus sein, dass die sich unterscheiden. Die Top 5 kategorische Accuracy bringt uns in dem Fall jetzt nichts. Wenn wir aber zum Beispiel 100 verschiedene Klassen haben, ja, dann ist so eine Kategorisierung deutlich anstrengender, deutlich schwerer. Und dementsprechend nimmt man sich einfach die 5 am häufigsten vorkommenden Klassen und sagt, wie häufig die oder wie richtig waren die eigentlich, wie genau wurden die eigentlich erkannt. In unserem Fall ist das natürlich witzlos, weil wir nur 2 Klassen haben. Ja? Deswegen lassen wir die sozusagen in unserem Kopf zumindest weg. Aber bei mehreren 100 Klassen kann das schon hilfreich sein. Hier drüben sehen wir auch, wie unsere eigentlichen Daten abgeschnitten haben. Das heißt, wir haben hier 3 Datenpunkte mit Nein predicted, also das hier ist die Prediction, also wir haben gesagt Nein, aber tatsächlich wäre es eigentlich ein Ja gewesen. 3 Datenpunkte haben wir mit Nein predicted, auch wenn sie Nein waren, das heißt, die haben wir richtig gemacht. 5 haben wir Ja gesagt, obwohl sie eigentlich Nein gewesen wären. Und 15 waren Ja und wir hatten tatsächlich ein Ja. Das heißt, offensichtlich fehlt in unserem Datensatz hier so ein kleines bisschen die Gleichverteilung. Wir hatten tatsächlich viel mehr Daten, die Ja waren, als dass wir Daten hatten, die Nein waren. Wir können uns jetzt aber auch noch hier mal kurz dann am Ende angucken, oder wir können dann tatsächlich jetzt basierend auf diesen Daten nochmal die Daten vielleicht neu durchmischen oder sowas. Das kann man hier oben eingeben. Und ja, darauf basierend dann eben das Ganze nochmal laufen lassen. Das kann ich so oft machen, wie ich möchte. Ich kann natürlich auch so viele Tests neu machen, wie ich möchte. Das geht natürlich auch. Und jetzt kann ich hier natürlich noch hergehen und das ganze Ding deployen. Und das wäre der letzte Schritt, wenn ihr mit eurer Evaluation zufrieden seid. 69% Erkennungsrate ist jetzt nicht gerade geil, aber wir haben lieber mehr Ja, als dass wir Nein haben. Von dem her ist das eigentlich okay. Aber 3, die tatsächlich eigentlich Ja waren, auf Nein zu setzen, das ist nicht so geil für unser neuronales Netz. Das ist halt, ja, wenn jemand einen Gehirntumor hat, dann möchte man lieber zu vorsichtig sein und nochmal einen Arzt definitiv darauf hinweisen, dass da was ist. Das heißt, lieber hätten wir die hier noch da drüben gehabt. Und da oben eine 0 stehen lassen. Aber ja, da muss man natürlich so ein kleines bisschen tricksen und mehr machen mit seinem Modell und dann vielleicht ein bisschen rumschrauben. All das kommt, wenn ihr wollt, noch. So, okay, also unser neuronales Netz möchte natürlich auch benutzt werden. Und wir wollen das ja nicht einfach nur so machen, weil wir es können, sondern wir wollen das Ding am Ende auch benutzen. Und gerade bei Bilderkennung sind wir ja mittlerweile ziemlich gut. Ja? Das heißt, wir können eigentlich schon das Ding auf einen Server schieben und dort dann zum Beispiel in Einsatz bringen und auch was damit machen. Und deswegen gibt es hier die Option, dass wir hier einfach den Haken setzen, welches Modell wir eigentlich exportieren wollen und wohin wir das exportieren wollen. TensorFlow sollte Ihnen was sagen, das ist einfach ein TensorFlow-Format. Das ist quasi die Bibliothek, wenn wir es in Python verwenden wollen, dann können wir das benutzen. Ist allerdings vielleicht nicht unbedingt die einfachste Option, das dann weiterzugeben, denn TensorFlow muss natürlich auch erstmal komplett lauffähig gemacht werden. Kann man aber durchaus machen, wenn ich es zum Beispiel auf ein Handy machen möchte oder sowas. Das ist das Austauschformat für ein trainiertes Netz. Fast API wäre eine einfache Variante, wenn ihr das ganze Ding als API exportieren wollt. Das heißt, wenn ihr es zum Beispiel über eine Website am Ende ansprechen wollt. Also eine API, wie gesagt, da habe ich auch einige Videos dazu, ist ein Endpunkt sozusagen, wo ich dann mein Bild hinschicken kann. Das kann ich zum Beispiel über einen Post-Request, einen HTTP-Post-Request machen und dort wird dann das Bild klassifiziert und es kommt ein Ergebnis zurück. Das kann ich alles wunderbar über Fast API auch machen und kann es direkt hiermit noch exportieren. PL-Package ist ein Perceptilabs-Package, wenn wir zum Beispiel im Team arbeiten, dass ich euch das ganze Ding weitergeben kann. Und Gradio ist direkt ein Cloud-Modell sozusagen. Das heißt, ich kann direkt sagen, hey, schieb mir das in die Cloud, ich will gar nichts damit zu tun haben und macht das alles für mich. Das ist wahrscheinlich die einfachste Option, aber halt auch die am teuersten ist natürlich, weil die euch tatsächlich was kostet. Die anderen 3 kosten euch nichts. Hier wird einfach Code generiert. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren und dann einfach mal deployen, wenn ihr Bock drauf habt. Und wir machen jetzt einfach mal ganz kurz hier zum Beispiel die Fast API, sagen wir, wo wir es hinspeichern wollen. So, hab das mal ausgewählt für euch und exportieren. Und
Tada, es ist fertig. So, jetzt kann ich mir das natürlich hier kopieren, da muss ich nicht mehr hin navigieren. Und was ich bekomme, ist im Endeffekt mein Fast API Server und mein Fast API Example. Das heißt, ich habe hier quasi Python-Code, der mir eine API zusammenmanscht aus unserem Modell. Das Modell ist natürlich auch hier. Und ich kann das, oder es wird jetzt eingelesen von dem Fast API Server, den ihr selbstverständlich euch angucken könnt, wenn ihr das wollt. Sieht ungefähr so aus. Ist im Endeffekt eine App, wenn ihr so wollt, eine Fast API App, die eben euch eine API zur Verfügung stellt. In dem Fall relativ einfach gemacht. Kann man aber natürlich dann noch super wieder weiter spinnen das Ganze und weiter oder erweitern einfach mit dem eigenen Code, mit dem eigenen, was man da vielleicht noch am Ende hinten dran machen möchte, Vorverarbeitung oder was auch immer. Und im Fast API Example Code, also diesem Code hier, da steht drin, wie ihr diese API am Ende auch ansprechen könnt. Das heißt, ihr habt hier Load Image, das wäre das, was ihr machen müsst, um ein Bild zu laden bei euch auf dem Rechner. Dann schickt ihr das ganze Ding an die API, das heißt, hier erstmal Make Payload, das heißt, ihr baut euch aus diesem Bild eine Anfrage zusammen. Im Endeffekt ist das wirklich einfach nur Daten von dem Bild, wo wir hier laden, und zwar für jedes Bild, was wir hier in unserem Pfad drin haben. Und das wird dann als Data gespeichert und dann posten wir das an unsere Localhost 8181. Da wird halt die API gestartet, könnt ihr aber auch legen, wohin ihr wollt. Und zwar mit dem Predict Endpoint, mit den JSON-Daten. Und am Ende bekommt ihr eine Ausgabe in JSON und könnt die dann wieder dekodieren. Das heißt, ob es eben ein Ja ist oder ein Nein ist in diesem Fall. Und all das quasi schon für euch fertig gemacht. Also ihr könnt das natürlich anpassen, aber ich finde das eine sehr komfortable Option. Und ja, das ist so ein bisschen der Workflow. Jetzt seid ihr im Endeffekt dran, einfach mal selber ein bisschen rumzuspielen und selber zu gucken, was habt ihr hier, was kann es alles geben und was wird es alles an neuronalen Netzen von euch geben. Ich bin wahnsinnig gespannt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr dazu meint und was eure Projekte vielleicht auch sind. Ob ihr Datensätze habt, auf denen ihr gerade rumspielt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.